Du bist mit deinem Lehrer zusammen? Ja. Jetzt haben wir uns wegen der Sache mit Erik auch noch gestritten. Weißt du, es ist so verdammt schwer, wenn du alles geheim halten musst. Du kannst niemandem was erzählen. Ich weiß. Ich habe das Ganze ja auch mal durchgemacht. Also ich werde mich auf jeden Fall wieder um den Fotojob kümmern. Wenn wir Glück haben, sind wir mit einem Auftrag alle sorgenlos. Erstmal musst du so einen Auftrag kriegen. Und dann musst du eine Rechnung schreiben. Und bis du dann das Geld hast. So lange können wir nicht warten, Julia. Trotzdem, blinder Aktionismus bringt ja wohl auch nichts. Ich bin die Besitzerin eines sehr exklusiven Nachtclubs. Und was würden Sie sagen, wenn ich Sie als Striptease-Tänzer engagieren wollte? Ich würde sagen, es ist nicht ganz dicht. Aber es ist ein durchaus ernst gemeintes Angebot. Ich soll mich für Geld ausziehen? Auf der Bühne, vor Leuten? In einem extravaganten Club. Und Sie brauchen keine Angst haben. Mein Publikum besteht vorwiegend aus ehegefrusteten Hausfrauen, die für einige Augenblicke die Bierbäuche ihrer Männer vergessen möchten. Weiter nichts? Sorry, aber ist nicht mein Ding. Das sehe ich aber ganz anders. Ich meine, Sie sind jung, gut gebaut. Und verheiratet. Ach Gott, wenn das Ihr Problem ist. Es ist ein absolut seriöser Club. Was ist bei Ihnen denn bitte seriös? Sie gehen auf die Bühne, ziehen sich aus, bis auf den Slip. Und das ist seriös? Natürlich. Danach gehen Sie nach Hause, die Damen auch. Kein Fummeln, keine Hausbesuche. Nichts, wofür Sie sich schämen müssen. Ich bitte Sie. Wie gesagt, nicht mein Ding. Sagen Sie bitte, was verdienen Sie eigentlich hier so bei dieser Arbeit? 25 die Stunde, wieso? 25 die Stunde? Bei mir bekommen Sie das 10-fache für einen Auftritt. Ich glaube, dafür müssen Sie eine ganze Menge von diesem Zeug hin und her schleppen, ne? Kann schon sein. Aber hier kann ich wenigstens meine Klamotten anlassen. Hey! Es ist nur meine Karte. Ich würde sagen, Sie kommen mal vorbei, besuchen mich so ganz unverbindlich, ohne Verpflichtung. Ne? Aber an der Eingangstür fragen Sie bitte nach meinem Namen, sonst lässt man Sie nämlich nicht rein. Women only, Sie verstehen? Ach übrigens, nicht übel. Und? Was sagt er? Paul, habt ihr inzwischen über euren Streit geredet? Ich habe den ganzen Morgen probiert, bei ihm anzurufen. Geht keiner ran. Ja, vielleicht ist er nicht zu Hause. Um die Zeit. Euer Streit geht ihm sicher auch an die Nieren. Vielleicht schöpft er sich den Frust von der Seele oder er braucht Zeit zum Nachdenken. Meinst du? Ach, bestimmt. Für ihn ist es auch nicht leicht. Er ist ein Lehrer und das kompliziert die Sache ungemein. Und wenn der Direkts oder Schulamt davon erfahren, dann ist er seinen Job gleich los. Naja, ich hoffe mal, dass Erik dicht hält. Ja. Jetzt habt ihr noch Glück gehabt. Und was macht ihr in Zukunft? Uns verstecken. Bis du 18 bist? Darüber musst du dir klar sein. Und auch darüber, dass die Zeit bis dahin schwierig wird. Oh Mann. Warum muss ich mich auch ausgerechnet in meinen Lehrer verlieben? Naja, ich muss zur Schule. Vielleicht habt ihr ja da Gelegenheit, miteinander zu reden. Klar, am besten vor der versammelten Mannschaft. Na, dann müssten wir uns wenigstens nicht mehr verstecken. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber Sie haben sich sehr bequem gemacht. Ich bitte um Entschuldigung. Ich meine, Sie müssen sich doch nicht entschuldigen. Ich weiß. Darf ich Ihnen mal eine eher private Frage stellen?
Ja, natürlich. Dieser Sessel, wie muss man sich da draufsetzen, damit es wirklich bequem ist? Sie wissen es auch nicht. Naja, ich hoffe nur, dass Sie nicht allzu viel dafür bezahlt haben. Ich schätze ungefähr das, was Sie in einem Monat verdienen. Können Sie jetzt bitte endlich zur Sache kommen? Was führt Sie her? Ja, genau genommen die Äußerungen, die Ihnen vorhin Frau von Anstetten an den Kopf geworfen hat. Sie glauben ja wohl nicht im Ernst, ich hätte was mit dem Tod meines Mannes zu tun. Ja, immerhin hat er Ihnen so viel hinterlassen, dass Sie sich vermutlich noch einige dieser praktischen Sessel kaufen können. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich habe meinen Mann geliebt. In jeder guten Ehe gibt es mal Streit. Worauf wollen Sie hinaus? Man sagt, Sie beiden hätten sich häufig gestritten in letzter Zeit. Wer sagt das? Clarissa? Es muss Clarissa gewesen sein. Und wenn, hätte sie recht? Nein. Ben und ich, wir waren glücklich. Glauben Sie eigentlich, ich hätte mich zum Spaß in ein Sanatorium gelegt? In einem Privatsanatorium, das eigentlich die Bezeichnung First Class Hotel verdient hätte. Schönen Tag noch. Danke. Schon gut. Ich meine, warum hast du das getan im Kino? Du weißt doch, wie ich für dich. Ich wollte nicht, dass dir jemand wehtut. Sag mal, hättest du Lust, dich heute Nachmittag mit mir zu treffen? Ja, ich finde, wir sollten reden. Ja, wenn du meinst. Aber heute kann ich nicht. Wie wär's mit morgen vor der Schule? Ich komme dann etwas früher und hol dich ab. Ja, okay. Dann mache ich uns Frühstück. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Gestern hat der Typ noch versucht, mich niederzuknutschen und heute baggert er an dir rum. Ist nicht zu fassen. Was, er hat versucht? Ja, stell dir das mal vor. Es ist natürlich bei dem Versuch geblieben. Ich habe ihm sofort ein paar geknallt. So, worauf warten Sie noch? Die Stunde hat längst angefangen. Ich erzähl's dir nachher, in allen Details. Dann wollen wir mal reingehen. Morgen. Hi, Tim. Willst du mir einen extra starken Kaffee machen, bitte? Schon unterwegs. Danke. Du siehst aus, als hättest du eine Nacht durchgemacht. Bringt eben so ein erfülltes Eheleben mit sich. Ja, von wegen. Ich habe mir die ganze Nacht auf dem Großmarkt um die Ohren gehauen. Das ist doch meine originelle Ausrede. Glaubt ihr mir nicht, oder was? Ich sag dir, 3 LKW-Ladungen Ananas. Ich wusste gar nicht, was einem alles wehtun kann. Geh dann nach Hause und leg dich hin. Das geht ja nicht. Ich muss in einer halben Stunde das Studio aufmachen. Sag mal, wie lange willst du eigentlich so weitermachen? Bis die Schulden abbezahlt sind. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Warum beleiht ihr nicht ein paar von euren guten Stücken oder verkauft sie? Julia hat sich so eine Mühe gegeben. Sie ist glücklich. Und ich bin glücklich, wenn sie glücklich ist. Und irgendwann fällst du dann vor lauter Glück aus den Latschen und Julia sitzt allein in der tollen Wohnung. Ach, jetzt übertreibt man nicht. Und wenn mir die Schlepperei zu blöd wird, kann ich immer noch strippen. Im Großmarkt? Nee, hier. Déjà-vu. Pamela Korczybek. Noch nie gehört. Ja, wundert mich nicht. Dürfen auch nur Frauen rein. Und da willst du dich ausziehen? Naja, gegen gute Bezahlung natürlich. Und? Machst du's? Quatsch, natürlich nicht. Die einzige Frau, für die ich mich ausziehe, ist Julia. Schade. Aber wenn du es dir anders überlegst, sagst du mir Bescheid, okay? Klar. Ich muss sagen, die Qualität Ihrer Wertereferate hat mich bisher angenehm überrascht. Wir sind eben alle kleine Reichranitzkis. In Ihrem Fall wird sich das, wenn überhaupt, erst morgen herausstellen. Morgen schon? Ja. Außerdem sollten wir uns einige Textstellen noch etwas genauer anschauen. Nämlich die, die Ihnen entweder sprachlich besonders interessant erscheinen oder die, die Sie besonders berührt haben. Suchen Sie also bitte die entsprechenden Passagen heraus. Besonders geil fand ich, meinen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Ich glaube, da hat der alte Goethe ein Körperteil verwechselt.
Ich hoffe, nächste Woche in der Klausur haben Sie genauso viel Fantasie beim Interpretieren des Textes. So, das wär's für heute. Hier ist übrigens das Buch, nach dem Sie mich gefragt haben. Danke. Tja, das war's dann schon. Obwohl, eine Frage hätte ich noch. Wie würden Sie das Verhältnis Ihrer Noch-Ehefrau zu Ihrer Schwägerin beschreiben? Zwischen Clarissa und Tanja? Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass du Besuch hast. Tja, Besuch? So oft wie der auf Friedenau rumhängt, könnte man glatt meinen, der wohnt hier. Komm. Bitte, bleiben Sie doch. Wieso? Gibt's was Neues? Der Herr Hauptkommissar möchte gerne etwas Näheres erfahren über das Verhältnis zwischen Clarissa und Tanja. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Damen sich recht gut zu verstehen. Ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Allerdings wurde ich heute Morgen unfreiwillig Zeuge einer sehr heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gräfinnen. Ach, und was schließen Sie daraus? Ja, dass die Freundschaft der Damen wohl bloß Maskerade ist und sie am liebsten mit dem Eispickel aufeinander losgehen würden. Ja, das wäre den beiden durchaus zuzutrauen. So abwegig ist diese Vorstellung gar nicht. Au, sie tun mir weh! Was ist denn los, Frühauf? Ich saß unten im Wagen, da ist er aus dem Haus gekommen. Als ich dann gefragt habe, wo er hin will, ist er einfach losgesprintet. Und Sie haben ihn eingeholt? Ein Kinderspiel mit dem Wagen. Und was sagen Sie dazu? Hey, was machst du denn hier? Musst du nicht ins Studio? Nee, über Mittag ist da nicht so viel los. Das schafft die Aushilfe ganz ohne mich. Ach. Und? Machst du klar, Chef? Ja, kann man so sagen. Du, Barbara war vorhin hier. Ich habe mit ihr über das Geld geredet. Sie hat mir einen Job bei einer Bekannten vermittelt. Und war leider schon vergeben. Das nächste Mal klappt's bestimmt. Ja, aber unsere Schulden werden davon auch nicht kleiner. Ja, und ich habe mir überlegt, ich werde den Frisiertisch wieder verkaufen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht, Tim? Julia, Mensch, du hast dir das Zeug so sehr gewünscht. Ja. Aber jetzt weiß ich, dass Sie uns damit völlig übernommen haben. Ja, kann ja sein. Aber dafür arbeite ich jetzt doppelt so viel. Mhm. Schleppt Kisten auf den Großmarkt. Das ist doch kein Job für dich. Schämst du dich dafür? Spinnst du? Nein, aber du. Erst machst du einen riesen Aufstand, bis du den ganzen Kram hast und jetzt willst du alles wieder verkaufen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Du hast doch gesagt, ich soll den Leuchter wieder zurückbringen. Ja, und du wolltest ihn behalten. Ich hau mich jetzt wieder hin. Von der Diskussion werden unsere Schulden bestimmt nicht weniger. Wenn Sie nicht untertauchen wollten, wozu denn der Rucksack mit Ihrer Wäsche? Ich wollte zurück ins Studentenwohnheim. Und warum sind Sie dann vor mir weggerannt? Ich bin nicht weggerannt. Ich wollte den Bus noch kriegen. Das werde ich sofort überprüfen. Sie wären gegangen, ohne sich zu verabschieden. Ich hätte Ihnen geschrieben. Warum wollen Sie denn nicht mehr hier wohnen? Ich bin Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie für mich getan haben. Aber ich gehöre nicht nach Friedenau. Heißt das, Benedikt von Anstetten war doch nicht Ihr Vater? Doch, war er. Dann werden Sie sicherlich nichts dagegen haben, wenn wir so schnell wie möglich einen Abstammungstest machen werden. Nein, nichts dagegen. Sag mal, das mit dem Zettel heute Morgen, war das nicht ein bisschen riskant? Nee, überhaupt nicht. Es stand weder dein Name drauf, noch sonst irgendwas, was auf dich hindeutet. Außerdem, wenn jemand gefragt hätte, dann wäre es halt ein alter Zettel gewesen, den ich nicht rausgenommen habe. Wie clever von dir. Tja, ich bin ja auch dein Lehrer. Ja, leider. Ich würde mich auch lieber zu dir bekennen können. Es wird wohl in näherer Zukunft nicht drin sein. Nee.
Das Versteckspiel wird wohl noch eine Weile so weitergehen müssen. Ich frage mich nur, ob dir das auf Dauer reichen wird. Ja, hier, mit mir allein. Hauptsache, du bist da. Okay, dann habe ich dich für hier zu Hause. Und zum Ausgehen, da muss ich mir leider jemand anders suchen. Untersteh dich. Oh ja, lass uns streiten. Damit wir uns noch mal so schön versöhnen können. Jetzt, da ich die Todesanzeige formulieren muss, wird mir klar, dass ich eigentlich überhaupt nichts über meinen Bruder weiß. Vielleicht finde ich hier was Passendes. Wir haben von Raja nichts mehr gehört, seit er mit Kramer zum Bluttest gefahren ist. Du wirst dich damit abfinden müssen, dass er ein Betrüger sein könnte. Wenn der Test wirklich ergibt, dass er nicht Bens Sohn ist, dann... Würde mich auch nicht wundern. Ja, ist doch wahr. Ich habe zu ihm gestanden, als alle ihn für den Mörder gehalten haben. Und was war der Dank dafür? Ich konnte mir Vorwürfe ohne Ende anhören. Ich hätte ihn verraten. Und jetzt? Jetzt will er sogar noch abhauen. Kathi, das hat er doch nicht so gemeint. Und er hätte sich ganz bestimmt gemeldet. Ist mir egal. Sollen sie ihn noch einlochen? Mir kann der Typ gestohlen bleiben. Ein für alle Mal. So. Oh, danke. Bitte. Ist gut? Ach, der arme Erik. Der kann einem richtig leid tun. Ja, Lena posaunt überall rum, dass er scharf auf sie ist und sie beinahe vergewaltigt hätte. Naja, ich habe ihn morgen zum Frühstück eingeladen. Als kleine Entschädigung. Ich würde auch gern mal bei dir zu Hause frühstücken. Ja. Oder in einem kleinen, verträumten Restaurant zu Abend essen. Ja. Oder einfach nur durch die Stadt bummeln. Ich darf gar nicht dran denken, was wir noch so alles machen könnten. Wer sagt eigentlich, dass wir das nicht könnten? Ich denke, solange du mein Lehrer bist, läuft das nicht. Nicht in Köln, aber vielleicht irgendwo, wo uns keiner kennt. Oh ja, lass uns auf die Fidschi-Insel. Ich glaube, Düsseldorf würde auch schon reichen. Du meinst, in Düsseldorf könnten wir zusammen ausgehen? Na klar, da kennt uns keiner. Obwohl, es ist doch keine so gute Idee. Wir sollten uns weiterhin nur hier treffen. Dann kann dich mir wenigstens keiner wegschnappen. Was guckst du? Keine Ahnung. Julia, hör auf, das kitzelt. Erst wenn du mir versprichst, deinen ehrlichen Pflichten nachzukommen. Es tut mir leid, dass ich dich heute Mittag so angefahren habe. Ich will doch nur, dass du hier glücklich bist und dass du dich wohlfühlst. Ja, das weiß ich alles. Und ich verspreche dir, dass ich jeden noch so blöden Fotojob annehme, damit wir die Sachen behalten können und unser Konto ausgleichen können. Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen. Weißt du was, ich hol dir ein Glas Milch. Milch macht müde Männer munter. Ich bin so kaputt, da kannst du mir eine ganze Kuh bringen. Das bringt nichts mehr. Ach, du findest mich nicht mehr sexy. Ist es das? Gib's doch zu, wenigstens. Ach, Julia, du bist die beste, zauberhafteste Frau der Welt. Glaub mir. Das sagst du ja nur so. Nein. Dann solltest du es mir auch beweisen. Hm? Dein Ehemann ist so kaputt. Ich hoffe, du hast dafür ein bisschen Verständnis. Ja, dafür habe ich Verständnis. Weil ich ihn nämlich sehr lieb habe. Meinen Ehemann. Gut, ich höre dann von Ihnen. Und? Was sagt Kramer? Es wird noch bis morgen dauern, bis die Proben von Rajan und Ben ausgewertet sind. Und Rajan? Den haben sie in sein Zimmer im Wohnheim gebracht. Und was hältst du von der Sache? Ich weiß es nicht. Rajan ist so verschlossen, lässt keinen an sich ran, verstrickt sich dauernd in Widersprüche. Aber er findet doch keine Geschichte, die man so leicht nachprüfen kann. Darüber habe ich ja auch schon nachgedacht.
Es gibt nur eine logische Erklärung. Die wäre? Er sagt die Wahrheit. Du hättest einen Neffen und Ben würde auf gewisse Weise weiterleben. Oder Ben wird überhaupt noch leben. Wenn Rajan nämlich die Wahrheit sagt, dann hätte er ein Motiv. Geld. Ach, du meinst, dass diese verworrene Idee Kramers stimmen könnte und Ben ist gar nicht das Opfer einer Verwechslung. Mich würde überhaupt nichts mehr wundern. So, in 10 Minuten müssen wir los. An was denkst du? An nichts. Na komm, jetzt sag schon. Ich habe gerade überlegt, wie schön es wäre, dein Freund zu sein. Man steht morgens mit dir auf, Frühstück zusammen. Tja, aber so wie es ausschaut, ist der Zug wohl abgefahren. Ja, darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen. Naja, das mit Paul weißt du ja jetzt. Ich hab's irgendwie geahnt. Glaub mir, als ich ihn im Fitnessstudio kennengelernt habe, habe ich nicht gewusst, dass es unser neuer Deutschlehrer ist. Vielleicht sollte ich auch mal in so ein Studio gehen. Nee, ich mag dich so, wie du bist. Aber lieben tust du ihn. Ja. Und weil ich das tue, möchte ich nicht, dass er meinetwegen Ärger bekommt. Ich hoffe, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du dicht hältst. Ehrensache. Das ist lieb von dir. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sagst Bescheid, ja? Danke. Aber du kannst mir nicht helfen. Da muss ich jetzt allein durch. Kacke musst du deine Scheißkiste hier mitten im Weg stellen. Fahr doch außen rum, Mann. Du, wenn du Ärger willst, musst du nur sagen. Ja, mach ich. Im Moment geht's auch so, danke. Du hältst dich wohl für besonders schlau. Du glaubst, weil du Abi hast, kannst du hier einen auf großen Macker machen, ne? Das läuft ja aber nicht. Verpiss dich, Mann. Und wenn sich hier einer verpisst, dann bist du das. Ich hab dich gewarnt, ja? Na los! Na los! Zeig doch, was du drauf hast. Jetzt hast du Schiss, wa? Zunächst einmal sollten wir klären, wie wir Ben bestatten. Oh, Entschuldigung. Ich suche eigentlich nur mein Englischbuch. Oh, ist es zufällig das? Ah, ja. Ja, wie gesagt, also wir sollten uns erst mal entscheiden, ob nun Erd- oder Feuerbestattung. Haben Sie denn nicht darüber gesprochen? Wir haben zwar über alles gesprochen, aber darüber... Wer konnte schon ahnen, dass sowas passiert? Also Ben hätte es bestimmt cool gefunden, wenn seine Asche bei einem Mega-Open-Air-Konzert verstreut wird. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall sollte es eine große und sehr feierliche Veranstaltung werden. Angesichts der Todesumstände sollten wir wohl eher eine kleine Feier abhalten. Stimmt. Das würde wohl sonst zu viel Wirbel geben. Na gut, dann machen wir es im kleinen Kreis. Nur die Familie. Von mir aus braucht noch nicht mal Clarissa dabei zu sein. Na nu, ich denke, Ben konnte so gut mit ihr. Ich will sie nicht sehen. Entschuldigen Sie die Störung, aber es ist da. Das Ergebnis des Abstammungstests? Ja, der Test hat zweifelsfrei erwiesen, dass Rajan Rai der Sohn von Benedikt von Anstetten ist.